Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Welt von Dragons Online. Ich habe das aktuelle Großwildjagd-Event noch nicht fertig, beziehungsweise habe auch noch nicht allzu viel davon gemacht, da ich jeden Tag einfach nur die Daily gemacht habe und ein paar Mal den Käfer, um den Buff jetzt hier auf 100 zu bringen. Das ist nämlich Voraussetzung Nummer 1, bringt den Buff auf 100, damit ihr das Event möglichst schnell fertig kriegen könnt. Voraussetzung Nummer 2, farmt mindestens mehr als 300 Schlüssel des Heldenmutes. Ich habe diese Schlüssel hier immer in der großen Wüste auf Infernal 3 gefarmt, beim Käfer. Der spawnt ja nach 3 Minuten und 45 Sekunden ungefähr. Und wenn der dann gespawnt ist, dann droppt er eigentlich fast immer 5 Schlüssel und zusätzlich kann er, glaube ich, noch 2 Schlüssel droppen. Können wir aber gleich nochmal schauen. Und wenn ihr den Käfer tötet, dann geht der Buff schon mal um 1 nach oben. Das heißt, ihr müsst den Käfer 100 Mal töten, um den Buff auf 100 zu kriegen. Pro Buff gibt es 10% mehr. Das heißt, jetzt am Ende sind es 1000% mehr Stapelgröße für gefundene Jagdabzeichen. Wenn ihr sowieso schon genug Schlüssel des Heldenmutes besitzt, könnt ihr euch diesen Buff natürlich auch bei anderen Bossen wie Azar, Kalis, also jeder normale Boss, bei dem man jetzt hier hinreisen kann. Wenn ihr jetzt hier durchlauft beim Laboratorium der Lügen, dann kommt ihr ja zu Kalis, ne? Und bei der könnt ihr das dann auch hochkriegen, diesen Buff. Geht natürlich schneller, weil ihr dort nicht diesen Zeitfaktor habt, dass ihr jedes Mal 3 Minuten warten müsst. Genau. Erfahrungsgemäß, wenn ihr die Runde lauft, was ich jetzt nicht gemacht habe, ich habe dann teilweise Netflix oder Sky nebenbei geguckt, also irgendwelche Filme, oder habe mit Leuten geredet oder was weiß ich, TV geschaut, und habe mich dann da oben hier bei dem Ausgang dort, Tempel der Schmerzen, hingestellt und habe dann, ich habe ja so ein Programm immer gehabt für Livestream-Erinnerung, dass mir immer, wann ich wollte, gesagt habe, ja, drück mal auf Werbung im Livestream, alle 15 Minuten habe ich es meistens gemacht. Hier habe ich das dann einfach auf 4 Minuten gestellt, weil es kann ja wirklich sein, dass ich da sitze, gucke auf den Monitor, der da drüben ist, und vergesse total die Zeit. Und so wurde ich dann alle 4 Minuten erinnert, ja, vergiss doch mal die Werbung nicht oder so. Und wusste dann, aha, jetzt ist der Käfer gespawnt. Genau, weil hier rumzulaufen ist zwar effizienter, man farmt in der Zeit auch gut an der Mann, Sphärenscherben, Steine, aber es ist auch nervig. Man muss dann gefühlt, wenn man 6, 7 Mal die Runde rumgelaufen ist, dann muss man sowieso sein Inventar verkaufen. Das kann man halt hier auch in der Zone machen, das kann man auch in den 4 Minuten machen. Aber ich hatte da einfach nicht so krass Lust drauf. Vor allem, da ich sowieso in Zukunft jetzt noch viel farmen werde. Denn wir haben ja hier die PvE-Season und die geht noch 8 Tage. Und da gilt es auf jeden Fall, alle Zwischenwelten, also im Prinzip 9 Zwischenwelten auf Gold zu bringen, um den Fortschritt schon mal zu haben. Und die restlichen Zwischenwelten, Gruppe oder Solo, die dann noch nicht auf Gold sind, zumindest auf Bronze zu kriegen, um im besten Falle das Maximum an Belohnungen zu erhalten. Genau, jetzt dürfte der Käfer gleich spawnen, jede Sekunde. Genau, und dann killt man den einfach. Einfach ist so eine Sache, also er hält manchmal sehr viel aus, das hängt davon ab, welche Verzauberungen er hat, ja. Man hatte ja oben die Verzauberungen und dieser dürfte jetzt nicht allzu viel aushalten, aber es gibt manchmal einen Käfer, der kann sich 3 oder 4 Mal selbst wiederbeleben, wenn er sein Leben komplett verloren hat, was dann wirklich ziemlich hässlich werden kann. Genau, und wenn wir jetzt mal schauen, fortschrittstechnisch hat er nichts getroppt, weil es schon eingesammelt. Ach doch, hier 4400 Jagdabzeichen. Droppt er schon mal, wenn er den Buff auf 100 hat. Und immer wenn er diesen Fortschritt sammelt, geht der Buff wieder auf 15. Ansonsten Schlüssel des Heldenmutes, die muss man sowieso nachträglich looten.
wie gesagt 5 und optional nochmal 2 extra. Es kann auch sein, dass es mehr ist, aber ich habe da halt wirklich nie danach geschaut, was der so droppen tut. Und dann gehe ich Alis. Wir gehen einmal auf Schmerzhaft rein und schauen uns mal an, wie viel Fortschritt dort droppt. Weil der Fortschritt, der auf Schmerzhaft droppt, ist im Anteil her schon relativ hoch. Das heißt, wenn ihr dann später auf Infernal 3 reingeht, dann droppt dort nicht der 6-fache Fortschritt, sondern halt einen Bruchteil mehr. Das bedeutet, wenn ihr nicht daran interessiert seid, bei dem jeweiligen Boss Items an der Wand auf dem Niveau von Infernal 3 zu bekommen, dann würde ich euch empfehlen, kein Infernal 3 zu machen, weil Infernal 3 ist zwar die Variante, die am schnellsten geht, ist aber am ineffizientesten für die Schlüssel. Das heißt, wenn ihr schmerzhaft geht, spart ihr am meisten Schlüssel, also ihr macht es auf eine effiziente, ne Quatsch. Ja doch, ihr spart Schlüssel, weil ihr, ich weiß nicht wie oft rein müsst, kann man sich ja dann errechnen. Und hier bei Infernal 3 geht es schneller. Momentan ist das eine Aussage, die in meiner Gilde ziemlich oft getätigt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass sie stimmt. Das werden wir aber auch gleich nachschauen können. Und das kann man ja relativ easy ausrechnen, wenn der Buff jetzt hier auf 100 ist. Ihr kriegt ja auch schon Fortschritt, während ihr den Buff auf 100 bringt. Das kommt ja auch noch dazu. Ich nehme dann jetzt hier noch, ja, das hätte ich mir jetzt auch denken können, einen One-Speed-Buff rein und einen Schadensbuff. Und dann würde ich sagen, machen wir einmal schmerzhaft. Weil ich bin gerade am Überlegen, ob der Drop eine hohe Spannweite hat. Also ob der jetzt zwischen 5000 und 13.000 liegt oder ob das immer gleich viel ist. Deswegen ein zweiter Run wäre dennoch nicht ganz schlecht. Die spawnt in der Mitte, macht schon mal die Karte auf, die geht dann in irgendeine der Himmelsrichtungen. Und da könnt ihr dann schon mal ziemlich gut sehen, wo sie denn hinmacht, nämlich da oben. Fail. Gut. Und wie viel Fortschritt sie jetzt getroppt hat, kann ich nicht sagen, weil ich zu nah dran stand. Eine gute Sache hier bei der ist dann auch noch, ihr kriegt Kerne. Wir müssen da mal an der Tür gucken, ob da auch Steigerungskerne droppen können. Weil Steigerungskerne brauche ich auf jeden Fall, das bietet sich sehr an. Aber jetzt könnt ihr auch unten sehen, dass der Buff wiederum bei 15 Minuten ist. Was ich mir gerade noch nebenbei überlege, ich könnte die gleiche Farmtaktik nochmal machen. Wenn ich immer wieder auf Infernal 3 reingehe und wieder raus, dann kann ich im Prinzip die Erze da erfarmen. Und die Erze hier, die brauche ich ja noch, um das Vanadinit. Davon brauche ich welche, wenn ich mir dann das Rezept kaufe, um entsprechend dann meine Sachen abzugraden. Hier droppen mir jetzt 8250 Fortschritt. Bei 8250 Fortschritt können wir kurz mal schauen, wie viel haben wir gerade. Wir haben 270.000. Also, das waren glaube ich 1,8 Millionen. Minus 270.000. Sind 1,5 Millionen, die noch übrig bleiben. 8.000 sind etwa gedroppt. Sind wir bei 191 Runden. Dann gehen wir jetzt mal den nächsten Run rein und schauen uns das Ganze mal nochmals auf schmerzhaft an. Weil ich beim ersten Mal ja so schnell das eingesammelt habe, den Loot. Es ist halt auch schwierig bei schmerzhaft da. Wobei es auch leicht ist, wenn man da einfach 1-2 Mal schlägt und den Bodenbrecher dann zuletzt macht, dann stirbt die auch durch den Bodenbrecher. Das Rezept für die königlichen Steine, die ich dann auf die magische Variante, also die magischen königlichen Steine upgraden kann, ist mir halt immer noch nicht gedroppt. Bisher ist mir ein einziges Mal das Grüne gedroppt.
was ich mir ja auch schon gekauft habe. Und mein Plan ist ja, wie gesagt, erstmal alle diese Sachen zu sammeln, alle Rohstoffe und dann zu gucken, ob ich es vielleicht in der Zeit, in der ich das ganze Zeugs farme, nochmal kriegen kann. Also wir haben hier 6600. Das heißt, ja, eine relativ mittlere Spannweite. Da könnte man jetzt sagen, okay, man nimmt 7000 als Mittel... Nein. Man nimmt 7000 als Mittelwert. Ich habe gerade ein falsches Programm geöffnet. Cool. Ja, danke, wollte ich nicht. Man nimmt 7000 einfach als Mittelwert. Und dann hätte man jetzt so gesehen die restlichen Fortschritt, also 1,8 Millionen minus 277.543 durch den... Oh, da habe ich mich vertippt. Beziehungsweise da war vorher noch was dort im Speicher. Durch 200... Nee, nicht durch. Minus. Also, wir haben jetzt 1,8 Millionen minus 277.543 durch das, was wir bekommen haben im Durchschnitt von diesen zwei Ones, also der Mittelwert, sind 7000, brauchen wir ungefähr 217 Ones, also 217 Schlüssel. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf Infernal 3 an, wie viel denn nun dort droppt mit dem Buff auf 100. Warum mache ich Infernal 3? Auf der einen Seite kann ich jetzt hier das Vanadinit farmen. Ein großer Vorteil. Und auf der anderen Seite würde ich gerne, da ich sowieso gerade den Kalis-Mantel nehme, erstens einen Kalis-Mantel auf Rang 7 bevorzugen. Zweitens einen Kalis-Mantel auf Rang 7 bevorzugen, erstens inkludiert, welcher noch bessere Stats hat. Vanadinit ist entweder in dem Spot dort links oder hier hier unten. Es gibt noch eine andere Stelle, also es gibt noch andere Stellen in der Karte. Hier zum Beispiel wäre das dann das dritte und weiter unten, so. Aber hier seid ihr ja sowieso am Rein- und Rausgehen, könnt relativ schnell checken, okay, ist dort irgendwie Vanadinit zu finden. Wenn ja, dann nehmt das einfach mit. Wenn nein, geht er wieder rein. Und das dauert jetzt auch nicht so lange. Also das hält euch nicht großartig auf. Das dauert eine halbe Minute da, die das ausmacht. Und hier gucken wir jetzt wieder. Dabei kann ich vor allem hier auch mal auf die Offensive gehen, ein bisschen mehr. Natürlich stirbt sie nicht. Jetzt sind 17.600 getroppt. Also 17.600. Und da gucken wir jetzt nochmal einen zweiten One, wie viel das dann ungefähr an der Stelle sind. Im zweiten One 1.600. Kurz eine Zwischenstütze geben. Ja, genau, jetzt haben wir es nochmal hier unten. Da verzögert sich das Ganze dann auch noch ein kleines bisschen, weil ihr ja wieder hochspringen müsst, aber es ist im Prinzip egal. Weil hier seid ihr näher an der Stelle, wo ihr wieder reingeht. Ein Tor am Eingang halt. Müsst aber halt noch hochspringen und hier hinten, ja, da müsst ihr halt hinterreiten. Und ihr müsst eigentlich fast immer die Monster töten, weil die euch einfach sonst vom Boss runterwerfen. Genau, ich glaube 625 von der Geschichte brauche ich fürs Upgraden von dem Item, also von den Edelsteinen. 125 pro Edelstein. Und somit kommt man dann auf die 625. 17.600, ja, das hätte ich jetzt sogar noch gewusst. 26.400, ne? Das ist schon 26.400.
Macht einen Mittelwert von 22.000. Ich denke, mit 2 Ones kann man das relativ gut erschließen. Es kann natürlich auch sein, dass die Geschichte da jetzt, dass da mehr droppen kann. Somit sind wir jetzt bei 1,8 Millionen. Minus 321.543 Fortschritt durch 22.000. Das heißt, hier braucht ihr 67 Runden. Das kostet euch aber auch 6 Schlüssel. Das heißt, ihr braucht 403 Schlüssel. Seid effektiv schneller fertig, weil ihr nur 67 mal diesen Zeitfaktor habt. Rein, raus. Im Gegensatz zu den ungefähr 270 oder was war's? Was hatten wir vorher? 191 war es bei 8000. Hier oben sind es 217 Ones. Also ihr habt jetzt hier bei Methode 1 mit schmerzhaft 217 Schlüssel, die ihr ausgeben müsst. Und hier bei Methode 2 mit Infernal 3 sind es 403 Schlüssel. Wohlgemerkt, ich habe schon 300.000 Fortschritt. Also einen groben Teil vom Event abgeschlossen. Müssten das nicht sogar 1/6 müsste das sein eigentlich, also 16,6%. Theoretisch. Genau, 16,6. Müsste eigentlich so passen, ne? Da ist noch ein Mob. Ja, diesmal habe ich mir keine Excel-Tabelle gemacht. Einfach so mal aus der alten Schulter. Ja, noch einer, sag mal, was ist denn da? Ich versuche hier 1,8 Millionen einzugeben. Genau. Grob überschätzt waren es 16,6. Es sind jetzt mit dem abgeglichenen Wert der Berechnung 17,86%, die ich vom Event fertig habe. Also einen gewissen Teil müsst ihr da noch aufschlagen. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich rechne jetzt auf die 403 Schlüssel da noch 17% drauf, na, aber noch genauer wäre es, wenn ich den kompletten Fortschritt nehmen würde, aber es ist eh egal, weil ihr müsst sowieso den Buff erstmal auf 100 kriegen, ansonsten ist jegliche Farmerei in dem Event absolut ineffizient und also ihr könnt es euch ja vorstellen, es sind jetzt hier im Durchschnitt 22.000 Fortschritt gedroppt bei einer Erhöhung um 1000 und wenn er da dann einfach mal 3 Nullen wegmacht, dann seid ihr ja nur noch bei 220 Fortschritt, na? Und dann bräuchtet ihr, um jetzt sagen wir mal die 1,8 Millionen zu machen, bräuchtet ihr halt einfach 8181 Ones auf Infernal 3 mal 6 Schlüssel. Da werdet ihr bei 49.000 Schlüsseln, also da merkt ihr logischerweise, ja, Faktor 1000 bei so einem Buff ist absolut überlebenssicher. Noch ein kleiner Nachmerker. Und zwar, diese Fiolen hier, die lohnen sich nur bei der kleinen Jagd, also bei der normalen Jagd und nicht der Großwildjagd. Bei der Großwildjagd sind die absolut sinnlos und einfach eine Andermannverschwendung. Kauft die euch auf keinen Fall. Genau, und damit sind wir so gesehen mit dem Video erstmal durch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, klar, durch Cutten und dergleichen werden Stellen weggemacht, die jetzt nicht so professionell gewirkt haben. Wollt ihr das lieber, gerade so eine Berechnung, wollt ihr das lieber visuell haben, dass ich euch das dann einfach einblende? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder reicht euch das so audiomäßig, wobei ich die Berechnung auch hätte vorbereiten können. Da hätte ich aber vorher auch schon Ones machen müssen. Das sind jetzt wirklich die ersten Ones, die ich hier mit einem Buff von 100 auf Infernal 3 und Infernal auf Schmerzhaft absolviere. Genau, damit gehe ich jetzt hier rein. Da bin ich zumindest erstmal in Sicherheit. Und ich verabschiede mich recht herzlich von euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Zardas.